Wir von der SPD stehen für soziales Cybern. Cyber, 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 Cyber. Und wir von der FDP stehen für freies Cybern ohne Einschränkungen beim Cyber, Cyber. Und wir von den Grünen wollen endlich ökologisch nachhaltiges Cybern. Cyber, Cyber, Cyber. Datschu! Im Übrigen ist es nun dringend notwendig, dass wir Hackbacks etablieren. Und anonyme Kryptozahlungen gibt's auch nicht mehr. Freiheit! Woo! Ich bin stolz auf euch. Sollen wir es denn jetzt mit den Daten in die USA absetzen oder warten wir noch auf irgendwas? Und hey, da ihr alle so motiviert seid, mehr über IT zu lernen, sonst wärt ihr ja gar nicht hier, habe ich euch heute direkt noch jemanden mitgebracht. Na, hast du auch Lust, direkt loszuscybern? Willst du Hexorn, Coden, Daten crunchen, das am besten noch mit der Lizenz zum Cybern? Dann such dir jetzt eine Top-Firma, denn nur Top-Studenten suchen die cybrigsten Cyber-Studiengänge wie Cyber Security, Cyber Data Science, angewandte Cyber Science, Software zusammen-cybern und mobiles Cybern. Cyber dir jetzt deinen Platz bei der Fachhochschule der Wirtschaft. Nein, der Cyberwirtschaft. Jo, und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends. Wir fangen wie üblich an mit den Hacking-News, haben aber natürlich noch ganz viele andere spannende Themen. Ich würde nicht sagen toll, aber spannend, okay? Heute ganz zuallererst mit einem kleinen Notfall-Patch, den Apple für iPhones, iPads und Macs veröffentlicht hat. Sogar der iPod Touch ist betroffen. Repariert werden darin unter anderem zwei Zero-Day-Schwachstellen, das heißt Schwachstellen, mit denen man das System vollständig übernehmen kann und die bislang nur die Hacker kannten. Warum das ein Notfall ist? Naja, Apple hat bekannt gegeben, dass die beiden Lücken sogar schon aktiv ausgenutzt werden. Ihr also direkt in Gefahr seid. Ihr solltet also ganz dringend CT-Updates installieren. Wo wir aber doch gerade schon bei Apple sind. Viel gravierender ist sogar noch, dass sowohl Apple als auch Meta Daten freiwillig mit Hackern geteilt haben. Sie wussten allerdings nicht, dass die Hacker wirklich Hacker waren, denn die waren als Polizisten getarnt. Die sind jetzt da nicht einfach reinspaziert und haben nach Daten gefragt, sondern hatten einfach eine gefälschte Notfalldatenabfrage dabei. Damit brauchen sie in den USA keinen Gerichtsbeschluss, denn es geht dann um sowas wie akute Gefahr. Unter den geteilten Daten waren laut Bloomberg Adressen, Telefonnummern und IP-Adressen aus ungefähr Mitte 2021, also schon ein Jahr her. Das Problem ist aber, normalerweise wird natürlich alles mehrere Male überprüft, ob das auch wirklich echt ist, aber bei einem Notfall allerdings nicht so ganz so, ne? Auch Snapchat bekam hier eine solche Anfrage, aber hier ist nicht ganz klar, ob sie die Daten überhaupt rausgegeben haben oder nicht. Jetzt kommt allerdings der witzige Teil. Die Hacker waren nämlich Teil der Recursion-Team-Gruppe. Die sind zwar nicht mehr aktiv, aber einige von ihnen sollen wohl nun bei der Hackergruppe Lapsus dabei sein und die waren hinter Hacks, wie zum Beispiel auf Microsoft, auf Samsung, auf Nvidia und noch ein paar viele andere. Ja, ob wir von denen heute noch was sehen? Also ihr wisst es noch nicht, ich dagegen, na gut, ihr könntet auch einfach in die Timestamps gucken, aber hey, wer tut das schon? Aber bevor wir das machen, mal ganz kurz eine Warnung. Und zwar für alle Besitzer eines HP-Druckers. Ja, auch Drucker können gehackt werden. In diesem Fall sind es ca. 250 Modelle, die betroffen sind. Und falls diese öffentlich erreichbar sind, könnte hier jemand Fremdes beliebigen Code auf eurem Drucker ausführen. Das Gemeine ist dann, hat man Zugriff auf den Drucker, kann man vom Drucker weitere Angriffe auf euer Heimnetzwerk oder euer Firmennetzwerk starten. Dagegen hilft tatsächlich nur Patchen, in dem Fall sogar ein Firmware-Update, was oftmals wahnsinnig nervtötend sein kann, speziell bei Druckern. Alternativ könnt ihr euren Drucker auch für Zugriffe von außen sperren und ihn nur im Heimnetzwerk verwenden. Ihr solltet ihn aber so oder so patchen, ich würde es euch wirklich empfehlen. Und weiter geht's mit Toei Animation, einem der größten japanischen Animationsstudios. Sie stecken hinter Serien wie One Piece oder Digimon Ghost Game. Durch einen Hack vom 11. März, ja, schon eine Weile her, konnten ihre Produktionsserver leider nicht online bleiben, weswegen sich sogar die Veröffentlichung von neuen Folgen von Digimon Precure, One Piece und sogar Dragon Quest noch verzögert haben. Mittlerweile scheint alles wieder beim Alten zu sein, aber ich wollte euch trotzdem kurz sagen, welche Auswirkungen so ein Hack dann auch auf andere Bereiche des Lebens einfach haben können. Naja. Immerhin gibt es keinen dritten Teil einer finalen Staffel von Attack on Titan, sodass ich noch länger warten muss. Auch für Hoster von Websites sind Sicherheitslücken ein riesiges Problem.
Stellt euch vor, ein Hoster würde komplett gehackt werden. Dann sind theoretisch erstmal alle Websites ebenfalls davon betroffen. Das ist zum Glück nicht passiert. Dennoch wurde der Hoster Zap Hosting Opfer eines Angriffs und in diesem Zug wurden Accountdaten von 746.682 Accounts gestohlen. Darunter fallen IPs, Namen, Einkäufe, aber auch physische Adressen und Telefonnummern. All diese Daten waren allerdings nur in der Kundendatenbank, sprich Zugänge zu Servern, gebuchte Server etc. wurden weder gestohlen noch geändert. Es hätte daher deutlich schlimmer kommen können. Auch die Spielewelt bleibt gar nicht verschont, schon tausendmal nicht im Bereich Kryptowährung. Momentan werden ja immer wieder sogenannte NFT-Games erstellt. Darin kann man dann einzigartige Skins, Characters etc. via Krypto kaufen und traden. Und jeder kann sehen, was wer wie wo besitzt. Das mal so als Mini-Kurzform, wie eigentlich NFTs funktionieren, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Dass die umstritten sind, ist klar. Manche sehen darin durchaus aber auch das Level-Up für Ingame-Shops und ja, Ingame-Währung, ne, wir kennen die Debatte. Das berühmteste dieser NFT-Games ist aber wohl Axie Infinity, in welchem man Avatare entweder erspielen oder als NFT kaufen kann. Und die wurden nun gehackt. Und es wurden Kryptos im Wert von mehr als 500 Millionen Euro gestohlen. Axie Infinity hat nun angekündigt, dass man mit Behörden daran arbeiten möchte, das Geld zurückzubekommen. Wie, wird sich da aber wohl noch zeigen. Und damit sind wir schon wieder beim Cyberkrieg, denn leider hacken mittlerweile nicht nur Kriminelle, sondern auch ein ganzer Haufen Staaten. Eventuell auch bald Deutschland, aber dazu mehr in den Politik-News. Im Zuge des Krieges in der Ukraine wurden ziemlich viele Websites erstellt, die helfen wollen. Einige davon wurden aber leider unsicher erstellt und haben Schwachstellen, was Hacker nun missbraucht haben. So wurden zum Beispiel fight4ua.org und noch sehr viele weitere Hack-Sites gehackt und ein weiteres JavaScript eingefügt in die Webseite, welches man als normaler Benutzer quasi gar nicht sieht. Dieses Skript führt im Hintergrund, wenn ihr auf die Website zugreift, von eurem Browser aus mehrere tausend Anfragen pro Sekunde an ukrainische Regierungswebsites aus und führt effektiv dazu, dass man die Websites der Ukraine DOST, also sprich angreift. Perfide. Man geht also auf eine Seite, um der Ukraine zu helfen und greift damit die Cyberinfrastruktur der Ukraine an. Das Skript ist gerade so geschrieben, dass man es mit einem mittelstarken Rechner wahrscheinlich kaum bis gar nicht merken wird. Später wurden noch weitere Websites identifiziert, welche genau dasselbe Skript auch nutzen, um Besucher dazu zu zwingen, russische Websites anzugreifen. Laut einem ukrainischen CTO sind mehrere hundert Websites insgesamt davon betroffen. Ich würde euch daher, falls ihr nicht aus Versehen an einem Krieg teilnehmen wollt, dringend dazu raten, Skriptblocker wie NoScript zu installieren, damit ihr nicht aus Versehen irgendwen da draußen angreift, obwohl ihr es gar nicht wolltet. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus noch mehr Webseiten in nächster Zeit werden, wenn sich der Trend wirklich durchsetzt. Auch die ukrainische Telekom-Variante hat einen massiven Angriff verzeichnet. Dadurch sank die mögliche Anzahl an Traffic, also an möglichen Internet-Throughput sozusagen, auf ca. 13% im Vergleich zu dem, was vor dem Krieg möglich war. UKR Telekom musste daher den Internetbetrieb für private und Geschäftskunden fast komplett abstellen, um die kritische Infrastruktur und das Militär verbunden zu lassen. Für Kommunikation ist Internet mittlerweile so unglaublich unabdingbar, ebenso wie für Lebensmittelversorgung, Krankenhäuser und so viel mehr. Der nächste Angriff könnte uns zeigen, was Russland mit dem Internet probiert. Twitter war für ca. 45 Minuten nur schlecht bis gar nicht zu erreichen, was an einem sogenannten BGP-Hijacking-Angriff lag. BGP steht für Border Gateway Protocol und ist auf einer extrem hohen Ebene in der Internetinfrastruktur angesiedelt, die man als Privatperson eigentlich gar nicht wirklich beeinflussen kann, aktiv. Ein Internetprovider, also sowas wie die Telekom, kann das allerdings schon. BGP kann dazu genutzt werden, Adressblöcke als eigene Adressblöcke zu deklarieren. RT.com, ein russischer Internetanbieter, hat nun also über dieses Protokoll behauptet, diese Adressen da gehören mir, und darunter waren dann eben auch die Adressen von Twitter. Das Internet stellte sich dann also so um und schickt alles, was an Twitter-Servern geschickt werden soll, an RT.com, weil die ja behauptet haben, dass es ihnen gehört. Dass das eine Schwachstelle im Protokoll ist, ist durchaus bekannt, aber patcht das halt mal so eben raus. Das betrifft leider das ganze Internet, das baut alles darauf auf.
Es gibt allerdings auch kryptografische Gegenmaßnahmen, die teilweise zum Einsatz kamen, weswegen das Hijacking auch nicht konstant erfolgreich war. Twitter hat ja wieder den Traffic zurückbekommen. Man weiß nun allerdings nicht, ob das aus Versehen war oder ob es Tests waren oder ob das echte Hijacking-Versuche waren. Dennoch sollten BGP-Teilnehmer schleunigst Root Origin Validation einführen für ihr BGP. Damit hat man dann nämlich eben diesen Schutz. Eine weitere russische Hackergruppe namens Turla hat eine neue Malware für Android in Umlauf gebracht. Die staatlich finanzierte Hackergruppe setzt auf Spionage, indem sie beim ersten Öffnen einfach wahnsinnig viele Berechtigungen erbittet. Kamera, Standort, Internet, Speicher, SMS, Mikrofon und noch so viele mehr. Getarnt wird sie als Prozessverwaltung, wo die Berechtigungen also sogar Sinn machen. Bisher weiß man aber nicht, wie sie eigentlich auf die Smartphones gelangt. Man vermutet allerdings, dass man sie durch Phishing bekommt. Habt ihr allerdings diese App, könnt ihr sie an einer permanenten Push-Benachrichtigung erkennen. Sie sammelt diese ganzen Daten und sendet sie an einen fremden Server. Falls ihr das habt, solltet ihr ganz schnell euer Handy vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Vermutlich zieht die App nämlich auch noch weitere Malware auf euer Gerät und dadurch reicht Deinstallieren alleine nicht mehr aus. Und auch Lazarus, eine nordkoreanische Hackergruppe, ist wieder aktiv. Das Hauptziel von Lazarus ist es ja, Kryptos zu stehlen, damit Nordkorea weiter shoppen kann, weswegen sie nun einfach einen bösartigen Krypto-Wallet, genannt DeFi-Wallet, versuchen unter die Leute zu bringen. Die Malware wartet dann, bis ihr Geld auf eurem Wallet habt und sendet das direkt an die Hacker zurück. Der Hack der Woche ist allerdings mehr eine Story der Woche heute. Es geht nämlich um Lapsus, die nach Microsoft, Nvidia, Samsung, Ubisoft, LG und Okta nun auch Globant, einen riesigen IT-Software-Konzern, gehackt haben. Sie kritisierten übrigens sogar Globant, die den Hack sogar bestätigt haben, für schlechte Security-Praktiken und haben da in diesem Zuge 60 GB an privaten Daten gestohlen. All das geschah innerhalb dieses Jahres, also 2022, also in 3 Monaten, und zwar trotz eines angekündigten Urlaubs von einer Woche. Dass das brutal ist, dürfte jedem klar sein, inklusive dem FBI, die Lapsus auf eine Liste gepackt haben, nach der explizit gefahndet wird. Weird ist aber Folgendes: Lapsus verschlüsselt die Information nie. Sie stehlen, sie erpressen manchmal und veröffentlichen dann einiges davon. Nicht im Darknet, sondern auf Telegram. Man weiß bislang nicht, was ihr Ziel ist. Sie haben häufig gar kein so richtiges Muster. Sie nutzen auch nicht besonders gute Hacks, im Gegenteil. Offene Remote-Desktops, Phishing-Mails oder gestohlene Accountdaten. Teilweise werben sie sogar explizit die Mitarbeiter der Firmen an, dass sie doch die Firmen bitte infizieren sollen. Doch jetzt gab es erste Festnahmen. In London wurden 7 Jugendliche zwischen 16 und 21 festgenommen, die Verbindungen zu Lapsus haben sollen und in mindestens 3 Fällen aktiv waren. Jemand anderes hatte den Namen des Jugendlichen veröffentlicht. Man geht nun also tatsächlich davon aus, dass der Kopf von Lapsus ebenfalls festgenommen wurde. Warum also das Ganze? Naja, ich schätze mal einfach, weil sie es konnten. Das trifft es hier wohl am besten. Lasst uns aber mit dem Lacher der Woche weitermachen, denn Lapsus ist ja nicht die einzige aktive Gruppe da draußen. Mitglieder der Lockbit Ransomware Gruppe haben nun dem FBI gesagt, ey, wenn irgendein Agent uns findet, du kriegst $1 Million von uns, wenn du rausfindest, wo wir wohnen. Ich würde sagen, ist ein gutes Geschäft, aber wenn man bei FBI arbeitet, darf man es dann nicht mehr annehmen. Schade. Und es geht direkt weiter mit, ich sag euch nachher die Kategorie dazu. Ein anonymous Twitter-Account hat einen neuen Leak veröffentlicht. Jede einzelne Banking-Pin der Welt. Alle in einer einzigen Datei. Ein paar sind sogar auf diesem Screenshot hier zu lesen. Nicht, dass wir hier alle in Panik geraten, wir sind hier im April-Scherz bzw. des Jahres. Bankpins sind ja nur vierstellig, von 0000 bis 9999. Ergibt absolut Sinn, dass zumindest jede davon einmal vorhanden ist. Und naja, die Textdatei wird natürlich jede mögliche Zahl beinhalten. Es gibt ja nur 10.000 davon. So, und bevor ich jetzt euch wieder gute Laune mache, lasst uns ganz kurz zu den Privacy News kommen. Google sammelt heimlich die Telefonnummer des Handys, wenn ihr die Telefonie- oder SMS-App von Google benutzt. Der Inhalt der SMS wird ebenfalls als Hashwert übertragen, woraus Google zwar nicht herausfinden kann, was geschrieben wurde, aber wenn auf beiden Telefonen Android läuft, dann weiß Google, wer gerade mit wem geschrieben hat. Via SMS. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe seit Jahren quasi gar keine SMS mehr bekommen.
Die Daten wurden allerdings auch gesammelt, wenn man die Datenerfassung abgelehnt hat. Und das ist natürlich rechtlich ein Riesending. Aber mal ehrlich, man nutzt Android von Google. Man ist mit seinem Google-Konto eingeloggt, für das man eigentlich immer seine Telefonnummer angeben muss. Wer hat erwartet, dass man so die Telefonnummer geheim halten kann vor Google? Problematischer finde ich da durchaus eher den Fail der Woche. In einem Urteil hat nun das Verwaltungsgericht Köln beschlossen, dass es in Ordnung ist, dass das BSI vor Kaspersky warnt. Soweit okay, jetzt haben sie das aber deshalb so geurteilt, weil eine Sicherheitslücke dann vorliegt, ich zitiere, wenn das erforderlich hohe Maß an Vertrauen in den Hersteller nicht mehr gewährleistet ist. Es ist also völlig egal, ob beispielsweise ich oder irgendwer anders da draußen eine Software entwickelt, die ein absolutes Sieb voller Sicherheitslücken so groß wie der Mond ist. Gewarnt davor wird, wenn von Haus aus Malware drauf ist oder der Hersteller nicht vertrauenswürdig ist. Danke an Sven Herpig für die Zusammenfassung auf Twitter. Also, ich wäre ja grundsätzlich dafür, dass einfach vor jeder Software gewarnt wird, die zu lange schlimme Lücken ignorieren. Aber das wäre wohl ein bisschen zu viel Arbeit. Aber naja. Aber lasst uns in die Politik-News blicken. Fangen wir mit, ich würde ja sagen mit dem leichtesten Thema, aber alle drei sind absolut furchtbar. Also, fangen wir mit dem am wenigsten furchtbaren Thema an. Es gibt mal wieder eine Einigung der EU-Kommission und der US-Regierung für Datentransfer von Europa in die USA. Der Privacy Shield 2.0 möchte, was auch seine Vorgänger versuchten, Daten in die USA. Und zwar einfach. Aber nur, wenn die USA ihre Geheimdienste bezüglich Massenüberwachung einschränken. Ihr wisst ja, DSGVO ziemlich strong soweit. Aber wenn die Daten in die Staaten fließen, dann kann eigentlich jeder Geheimdienst frei darauf zugreifen, zumindest nach aktuellem Gesetz. Das ist bei uns wiederum nicht möglich. Das Datenschutzniveau von den USA ist daher deutlich niedriger als das von uns. Und eigentlich muss das Datenschutzniveau des Ziellandes dem Datenschutzniveau der EU-Staaten entsprechen, also quasi dem Standard. Großbritannien oder Japan zum Beispiel haben das. Die USA hatten es allerdings zweimal und der Europäische Gerichtshof hat dann zweimal Nö gesagt. Mal sehen, wo das noch hinführt. Bislang gibt es nämlich nur eine politische Einigung, aber keinerlei Details dazu. Und auch nochmal ganz kurz ein kleiner Disclaimer zur Chatkontrolle. Eigentlich wollte ich schon lange was dazu machen wieder, allerdings wollte auch die Kommission am 31.03. etwas vorliegen haben für die Chatkontrolle. Das ist allerdings nicht passiert. Es soll nun irgendwann im Ende April-Zeitraum passieren und dann werde ich mal gucken, ob da wirklich Details vorliegen. Sie haben scheinbar Probleme, irgendwas rechtlich Korrektes zu formulieren. Ein bisschen furchtbarer ist da aber schon unsere liebe Bundesinnenministerin. Nachdem der Horst ja endlich weg war, hatte ich echte Hoffnung. Doch nun hat auch Nancy Faeser vom Duft des Hackens was abbekommen. Wegen des Ukraine-Kriegs möchte sie nun nämlich Hackbacks wieder aufleben lassen. Auch wenn die Ampel insgesamt das eigentlich ablehnt. Hier mal ganz kurz was zu Hackbacks. Ein Hackback sagt vom Namen her, ey, die haben uns gehackt, wir hacken die zurück. Soweit so einfach. Hacken wird aber klassischerweise mit Sicherheitslücken gemacht. Das heißt, man kennt zum Beispiel eine, die Google nicht kennt und kann damit jetzt Android-Telefone hacken. So, jetzt muss, um Hackbacks möglich zu machen, erstmal jemand so eine Lücke finden, was manchmal durchaus 100.000 oder mehr Euro kosten kann. Und dann wird diese Lücke aber nicht veröffentlicht bzw. gemeldet an Google, sondern sie wird zurückbehalten. Ich speichere sie mir, sodass ich sozusagen hacken kann und niemand anders. Das heißt jetzt aber, Google kann diese Sicherheitslücke nicht reparieren. Es sei denn, sie finden diese Sicherheitslücke selbst. Sie müssen also quasi selbst diese Recherche machen. Wenn Google die aber nicht reparieren kann, dann können die auch andere Hacker finden und gegen uns einsetzen wiederum. Das heißt, insgesamt landen wir in einer Kultur, in der alle einfach angreifbarer sind, als sie es sein müssten, wenn wir diese Lücke melden. Google ist jetzt hier in diesem Ding nur ein Beispiel. Das könnte auch wunderbar euer Stromanbieter bzw. die Software eures Stromanbieters sein oder irgendwelche Industrieanlagen, ja, komplexe Dinge oder die Software eures Supermarkts oder eures Routers oder. Das ist also für unsere Infrastruktur insgesamt ein gigantisches Risiko und damit halt auch für uns alle. Und jetzt natürlich die Frage, wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn wir eine Sicherheitslücke zurückhalten
und das dann wirklich zu einem Ausfall führt, zum Beispiel Stromausfall. Liebe Frau Faeser. Bitte nicht. Ja, und damit kommen wir zur Titelstory. Immer noch in den Politik-News. Anonyme Kryptowährungszahlungen stehen vor dem Aus. Das fordern 2 Ausschüsse des EU-Parlaments. Grund ist der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die EU möchte nun anonyme Krypto-Wallets untersagen und jeglichen Transfer von Kryptovermögenswerten vollends nachverfolgbar machen. Auch die Bagatellgrenze von 1.000 €, für die die Brüsseler Regierungsinstitution plädierte, nicht? Auch die Bagatellgrenze von 1.000 €, für die die Brüsseler Regierungsinstitution plädierte, fällt damit komplett raus. Die sei durch die Volatilität nur schwer machbar und man könne ja die Zahlung auch aufteilen, also quasi 999 € 5-mal schicken. Das möge mal bitte jemand dem Bundestag mit seiner Grenze von 9.999 € für die anonyme Spende sagen, aber hey, was weiß ich schon. Damit muss nun jeder Nutzer, auch von ungehosteten Wallets, sich komplett identifizieren lassen. Das heißt Name und Anschrift angeben und sogar verifizieren. Ausnahmen sollen nur von Person-zu-Personen-Überweisung möglich sein. Diese Ausnahmen müssen auch tatsächlich drin sein, denn jeder kann sich einfach einen kryptografischen Schlüssel erstellen und damit loslegen. Also ich kann jetzt hier einfach Code schreiben und dann habe ich mein Wallet. Ja? Das ist das Problem an der Sache. Das Verbot bedeutet also hauptsächlich, dass eigentlich am Ende alle Zahlungen, auch an Shops, die Kryptos akzeptieren, bei egal welcher Höhe voll identifizierbar sein müssen. Das heißt in Zukunft auch keine anonymen Käufe von Dingen, die man lieber anonym kaufen möchte, die aber trotzdem legal sind. Das ist sehr schade und ein Eingriff in die Privatsphäre, wie ich finde, und ich sehe leider auch nicht, wie das die Geldwäsche einschränkt. Wäre daher mega lieb von euch, wenn ihr mir dazu was verlinken könnt oder so, falls ich was übersehen habe. Falls YouTube mal wieder Kommentare sperrt, schreibt mir eine persönliche Nachricht auf Discord oder so. Problematisch sehe ich das aber auch vor allem bei Spenden. Anonyme Spenden sind nämlich dann auch nicht mehr möglich. Dann sieht direkt jeder, aha, der Herr Cedric Mössner hat also eine Spende von Arnold Schwarzenegger bekommen. Wie gesagt, Kryptos lassen sich ja online anschauen, wo die hinfließen. Ja. Da stellt sich dann doch direkt die Frage, was macht denn der Herr Mössner für den Arni? Will der ihm etwa Hacken beibringen? Und wenn ja, warum? Ihr versteht das Prinzip, aber auf der anderen Seite möchte man Geldwäsche bekämpfen. Ich kann doch aber genauso gut einfach in unser Nachbarland, nämlich die Schweiz, gehen und dort mir meine Kryptos einfach in bar auszahlen lassen, ohne den Ausweis zu hinterlegen. Dann gehe ich mit einem Koffer voll Bargeld her und kaufe mir ein Auto. Das wird genauso auch in vor allem Deutschland schon gemacht und ich sehe jetzt nicht, wo der Weg in die Schweiz so ein brutales Hindernis sein soll. Auch gerade in dem jungen Gebiet der Kryptos so einzugreifen, hindert Innovation ziemlich. Oder wer von euch möchte ein NFT-Game spielen, um auf das Thema vorhin aufzugreifen, wenn er seinen Ausweis dazu dahin schicken muss? Ein amerikanisches Unternehmen hingegen hätte diesen Zwang ja nicht. Ihr könntet einfach drauf losspielen sozusagen. Schwierig. Eine schöne Nachricht hingegen betrifft den Staatstrojaner der Firma Finfisher. Die Firma ist nun nämlich endgültig geschlossen und bleibt das auch, um den Artikel von Netzpolitik zu zitieren. Die Tochterfirmen haben Insolvenz angemeldet und der Geschäftsbetrieb wurde eingestellt und die Mitarbeiter wurden gegangen. Tatsächlich wurden sogar noch Ermittlungen eröffnet, weil Finfisher eventuell den Staatstrojaner ins Ausland verkauft hat, was ohne Erlaubnis eine Straftat ist. Bleibt nur zu hoffen, dass auch Pegasus und seine Abkömmlinge bald keine Daseinsberechtigung mehr haben. Ebenfalls sehr erfreulich ist unser Win der Woche. Ha, ihr dachtet, ich habe ihn vergessen, aber ich habe ihn nicht vergessen. Die Schwarzgruppe, also die Firma hinter Lidl und Kaufland, will jetzt in den Cloud-Markt einsteigen. Die Rechenzentren wurden nun endgültig für die Kunden geöffnet und ich bin gespannt, was sich da ergibt. Ich finde es allerdings erfreulich, dass nun auch immer mehr europäische Anbieter in dem Markt zu finden sind, denn die sind bekanntlich an die DSGVO gebunden. Spannend finde ich auch unseren Bericht der Woche, denn das ist wieder eine Studie vom ISCM-Institut und wird von einem Mitglied der Community geführt. Es geht um die aktuell wahrgenommene Lage zur Cybersicherheit. Wie nehmt ihr eigentlich die aktuelle Lage wahr? Wie nimmt jeder von uns diese Lage wahr? Wie schlimm ist es und was hat sich vielleicht gebessert? Ihr findet die Umfrage in der Videobeschreibung, wäre mega cool, wenn ihr da teilnehmen würdet. Die Ergebnisse kann ich dann nämlich auch wieder mit euch teilen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn hier wieder losgecybert wird. Bis dann, ciao.